geht schon wieder in den Poggio rein. Was ist denn da los? Gestern unfreiwilliger Teilnehmer des Rennens. Habe ich immer noch nicht herausgefunden, was das war. Ich glaube Triathlon oder so. Zumindest waren die so gekleidet. Ja, und heute geht's in die Berge nach Baiano. Diesmal wirklich in ein schönes Bergdorf. Wo ich hier anfangs dachte, San Romolo wäre auch so eins, aber weit gefehlt. Aber Baiano ist eins. Das weiß ich definitiv. Und die Anfahrt geht über den Poggio. Allerdings biegen wir dann mal ab, weiter Richtung Berge. Und ja, das wird ein langer Anstieg. Ich glaube so knapp 1000 Höhenmeter. Aber sensationelle Landschaften, schöne Ausblicke und die werde ich euch heute zeigen. Viel Spaß! So, den Poggio erreicht. Jetzt geht es noch ein bisschen hoch in den Ort und dann schauen wir mal. Ich glaube, ich muss sogar noch mal ein Stück runter. Ich bin jetzt ein bisschen anders gefahren. Ich hätte die andere Auffahrt fahren sollen, aber ist ja egal, wo hoch. Ne, ich bin sogar richtig. Es geht hier im Ort gleich weiter. Genau, wo es hier rechts wieder runter geht, fahre ich geradeaus. Baiano, da steht's, 19 Kilometer. Auf geht's! Die Straßen hier, die Steigungen sind richtig angenehm zum Fahren. Überhaupt nicht anstrengend. Immer so 4–5% kann man schön hochrollen, ohne dass man sich die Beine verbiegen muss. Sehr angenehm. Aber im großen Blatt fahren, kein Problem. Jetzt haben wir dann Steigung hier. Ja, 4,5%, 5 geht. Die Küste entfernt sich immer mehr von mir und es geht immer mehr rein in die Berge und es wird nicht minder schön. Das ist halt das Geile hier in Ligurien oder Italien. Du kommst hier einfach so eine Bergstraße um die Ecke und dann da hinten siehst du das Dorf in den Fels reingemeißelt. So geil. Ein Anblick wie auf einer Postkarte. Oh, da muss ich hin, da muss ich hin. Das ist so genial. Mir geht das Herz auf hier. So, Ceriana ist es hier, für die, die es interessiert. Liegt auf dem Weg nach Baiano. Wir sind hier auf knapp 360 Meter jetzt. Ich habe noch ein ganzes Stück nach oben, weil Baiano, das liegt da locker auf 800. Also sind wir hier in der Hälfte. Die Temperatur ist von 27 auf 23 gesunken. Ja, das sind 4 Grad. Pro 100 Höhenmeter sagt man immer 1 Grad, das haut ganz gut hin, also dürfte das dann später 19 haben, so wie in San Romolo, da war es auch 19, da bin ich auch bei 27 gestartet und es waren also 800 Höhenmeter, also 8 Grad, hat auch ziemlich genau hingehauen. So, da ist schon wieder ein nerviger Autofahrer hinter mir. Je kleiner die Autos, desto aggressiver fahren sie immer. Na gut, er war jetzt nicht aggressiv, aber
Also das muss ich schon bemerken, die fahren hier ziemlich, naja, wie soll man sagen, nicht rabiat, aber forsch und überholen einen ziemlich knapp und auch an Stellen, wo man eigentlich nicht überholen sollte. Je schmäler man sich macht, desto mehr Platz nehmen sie sich. Ja, lecco mio. Und dementsprechend, da kommt noch ein Kollege. Ciao. Und dementsprechend, ja, es fühlt man sich immer ein bisschen unwohl auf dem Rad hier. Wobei jetzt hier in den Bergen geht es ja, da ist nicht viel los. So, ich verfolge den jetzt mal. Das ist halt so genial. Das ist so geil. So richtig verwunschene Straßen hier. Die Route schlängelt sich wie so ein Bandwurm durch die Berge. Richtig geil, immer wieder Kurven, schöne Ausblicke, perfekt. Ja, an so Tagen, wo die Sonne knallt, das ist echt angenehm hier in den Bergen. Vor allem hier ist viel Schatten durch die engen Straßen und die Bäume hier, die teilweise über die Straße drüber wachsen. Das ist echt cool. Cool im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommt die Sonne wieder. So, schauen wir mal, es dürfte nicht mehr weit sein. Jetzt kommt hier irgendeine Art Kreuzung. Wir müssten eh schon oben sein, oder? Mal gucken. Ja, wir sind oben. Ja, genau, hier geht es nach Baiado. Jawohl. San Romolo geht's links. Ja, jetzt muss ich nur noch den Weg finden. Ich schau mal, wo hier das Dorf ist. Es geht hier noch hoch. Ich schau mal da lang. So Leute, die Schinderei hat sich gelohnt. Schaut mal nach da. Well, maybe I'm done, maybe I've lost. Still putting up a fight because I love my mom, I love my family. When I was young, they would all look after me. I don't know why, but I feel like a burden. I spent my life overthinking my purpose. I can't really cry, I'm so used to the hurt. So, da gehe ich jetzt mal hoch. Da war ich vor 4 Jahren schon mal. Da ist so eine Art, ja, Terrasse oder halt so ein Festungshof, wo man dann einen schönen Ausblick hat. Und jetzt muss ich nur noch an der schwarzen Wachkatze vorbei, die vor dem Tor liegt. Ist völlig unbeeindruckt. Hallo. Hallo. Genau, da steht's. Tarazza, irgendwas. San Nicolo. Jetzt hier hoch, beschwerlicher Weg, vor allem mit Rennradklickis.
Das reinste Labyrinth hier. Ich gehe mal da lang. Ah ja, hier geht's wohl weiter. So, ich bin hier oben. Das bedeutet aber, ich muss auch irgendwie wieder runter mit dem Teil. Das wird spaßig, aber jetzt schaue ich mir erstmal die Aussicht hier an, damit es sich auch gelohnt hat. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. Genau, das ist hier dieser Hof, den ich meinte. Das ist so genial hier. Das ist eine Weitsicht und eine Ruhe hier oben. Richtig mystisch hier. Wie aus hier, wie heißt der Film? Name der Rose. Der Name der Rose. Das erinnert ein bisschen daran hier. So, ich probiere dann mal den anderen Weg runter. Vielleicht ist der ein bisschen leichter, weil der da hinten war schon ein bisschen beschwerlich. Hier geht es auch noch lang. Aber ich denke, ich gehe hier lang. Hier. Mal gucken, wo. Ja, bye bye Bayado. Schön war's. Ich wäre noch gerne länger geblieben. Richtig gemütlicher Ort, aber mei, irgendwann muss man ja mal wieder gehen. Für mich geht's jetzt runter hier, die schöne Bergstraße Richtung Dolce Acqua. Ist auch ein schöner Ort, da werde ich auch noch ein bisschen was zeigen. Und in Dolce Acqua geht's dann noch ein bisschen hoch Richtung Parinaldo und von dort geht's dann runter wieder ans Meer. Nochmal ein letzter Blick nach Bayado. So, ich habe ja in meinem San Marino Video schon über die Straßen Italiens gesprochen. Verlinke ich gleich mal hier oben. Weil ich jetzt gerade wieder an so Stellen vorbeifahre. Also wenn ihr hier runterballert, so schön das auch ist, ihr müsst in jeder Kurve damit rechnen, dass irgendein Schlagloch ist oder ein Auto kommt, so wie der hier. Erstens einmal sind es verdammt schmale Straßen und dann kommen auf einmal hinter der Kurve solche Löcher hier zum Vorschein. Und da vorne ist gleich noch eins. Und wenn man da irgendwie zu schnell einen Zacken drauf hat und es zu spät sieht, dann kann das böse enden. Und man macht hier ein Salto Mortale und dann kommt so schnell erstmal keiner. Hier ist gleich das nächste. Also immer die Ohren offen halten, ob ein Auto kommt und die Augen sowieso. Also immer Acht geben, wo man lang fährt und lieber nicht so schnell laufen lassen. Genau das meine ich. Da kommst du hier mit 50 Sachen an und dann kommt da hier so ein kleiner Fiat, der dann noch in der Mitte fährt. Kann böse enden.
Da kam jetzt gerade wieder so ein Honk mit seinem Auto. Das ist das, was ich meine, dass die hier irgendwie forsch fahren. Also ich komme hier im Berg runter mit dem Rad, bin schon ganz am rechten Rand und muss noch bremsen, weil der Herr Graf mit dem Auto seine Geschwindigkeit beibehalten will und einfach weiterfährt, wie er vorher halt auch gefahren ist. Statt dass er irgendwie ein bisschen runter geht mit der Geschwindigkeit, vielleicht ein bisschen Platz macht, nee, da muss ich in die Eisen steigen, wenn ich vom Berg mit dem Rad runterkomme. Unfassbar. Also wenn man da nicht nachgibt, dann ja, ziehst du den Kürzeren als Radfahrer. Mal schauen, ob ich irgendwann so eine Szene einfange. Also wenn ich jetzt ein Auto sehe und höre, dann werde ich jetzt mal auf den Aufnahmeknopf drücken. Mal gucken. So, jetzt sind wir in Abricale. Schaut auch sehr malerisch aus. Wir schauen uns jetzt aber nicht irgendwie groß noch an. Wir fahren aber durch und ich zeige euch, wie es da aussieht. Kommt das nächste Dorf. Kennt ihr das, wenn man nach jeder Kurve irgendwie anhalten möchte und Fotos schießen will und filmen möchte, weil es einfach alles so geil ausschaut? So genial. So, jetzt bin ich in dem Tal, wo es nach Dolce Acqua geht. Da fahre ich jetzt runter. Und dann geht es links weg Richtung Perinaldo. Jo, da geht es dann nochmal hoch und dann wieder runter und dann sind wir wieder am Meer. Dolce Vita in Dolce Acqua. So ist Italien. So, hier habe ich 2017 mit meinen Kollegen immer Stopp gemacht. Haben wir hier Brioche gegessen, Focaccia gegessen, Cappuccino getrunken. Die Donna schreit schon im Hintergrund. Ich muss mein Fahrrad noch fixieren und dann ordere ich noch einen kleinen Kaffee. Hallo. Hallo. Ciao. Un caffè americano? Non posso. Non posso? Non posso perché c'è l'acqua rotta. Sì, here. Yeah, yeah. Sì, c'è l'acqua, vedi? Water is closed. Ah. Ma in other village it's possible to take a coffee. You don't have any coffee? No, perché you see the broke tube for water in the village. But I like your bar. You want to buy? No. Why? I don't know. I think I have not enough. I want to sell. Oh. Bar California. I was here 4 years ago. See? Yeah, with my colleagues. We were always sitting here, and now I refresh my memories. Ah, bene, and bene. I remember you. You had a dog. See the dog? He's still there.
Hello, doggy. Babu, I know you. Siditi, bag. Ah, yes, I remember him. Yeah. He was sitting upstairs See, anywhere. I want to sell because I am very tired. It's 58 years that I work inside. Wow. Ciao Vanna, scusa. That's a long 50 years. 50 years. Ciao. I make a Ciao. I make a YouTube video and I ask my spectators if anybody wanna buy it. Ah, bene. Wenn irgendjemand hier die Bar kaufen will. Gut gelegen an der Hauptstraße. Sie will verkaufen. Mariella. Very cheap. Yeah. Okay, then. Now, in the end of the year, Yeah. for all I sell or I close. Okay. I am very So I'm tired. lucky that I'm here today, because next year maybe you're not there anymore. Ah, So I don't know. yeah. Okay, then. But let me have a water, acqua minerale. Sì, acqua minerale, Yeah. Okay. Also hier die Bar ist zu verkaufen, direkt an der Hauptstraße in Dolce Acqua mit diesem Ausblick hier. Also die gewieften Geschäftsmänner, kommt her nach Dolce Acqua, reißt euch das Teil unter den Nagel. So, jetzt wollte ich hier einen Kaffee trinken, aber leider gibt es kein heißes Wasser, weil hier Wasserarbeiten sind. Die Jungs da vorne, die arbeiten an der Leitung, also habe ich jetzt nur ein kaltes Wasser bekommen und musste nicht mal was dafür zahlen. Wollte allerdings was bezahlen, aber sie hat es abgelehnt. So, jetzt habe ich es halt geschenkt bekommen. Was für ein feiner Zug. Vedi la Madonna? Ah, Madonna, yes, the church inside. yes. Oh, very nice, very beautiful. Sì, aspetta. And this is up the mountain or on the way? Questa è la Madonna in front. In front, okay. This side of the. Okay. The light I pass it. Yeah. dietro. Yes. Vedi, questa è la Madonna. Okay. Beautiful. Your I son, make the flower yesterday. your son was doing the flowers. No, No. I fixed. You? I fixed the flower. Ah. My son and my husband work near 10 meters near the church. Ah, okay. Vedi, I see. the flower Yes. Very nice. in the church. That's nice. The church is this. Ah, okay. Yes. Okay. Adesso. Yeah. It's over there. This is my land. Vedi, my house di campagna. Yes. Vedi la chiesa. Good. Beautiful here. Ah, No stress here. no, Peaceful. piano piano. When I come back to Sanremo, then everything is crazy. Sì, a Sanremo no, I prefer in the mountain. Yes. I don't What a photo? see in Facebook. Ah, okay. The people fix in Facebook, ma I don't know. Yeah. Okay. Io non sono tecnologica. So, jetzt probiere ich mal die Kirche zu finden, was sie mir gesagt hat. Dazu muss ich aber erstmal den Berg hoch. Boah, da geht's gleich richtig steil rein. Als er mich gefragt hat, wo ich herkomme, also hier, wo ich hier residiere und wo ich lang gefahren bin, habe ich ihr dann gesagt, nach Bajada hoch. Dann hat sie zu mir gesagt, oh, you are crazy. Und dann hat sie mir den Weg da hoch erklärt. Dann hat sie gemeint, sie kommt aber nicht mit. Dann habe ich ihr vorgeschlagen, ja, but you can join me by car. So, sie kann mit einem Auto mitfahren. Da hat sie dann zugestimmt. So, also der Berg hier ist ein bisschen steiler wie die anderen, das merke ich schon. Muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren.
Da oben sehe ich eine Kirche, vielleicht ist es die. Mal schauen, weil da hat man auch einen schönen Blick. Sie hat was gesagt von einem schönen Blick. Da oben das Weiße, ich weiß nicht, ob man es sieht, links über dem Felsen. Let's check it out. Always quiet on New Year's Day. A world in white gets underway. Da oben ist eine Kirche, das wird sie sein. Da muss ich jetzt noch hoch. Nothing changes on New Year's Day. Ja, ich musste hier ins Rennsaal rein, damit der Jeep vorbei kann. I will be with you again. Wir nähern uns der Kirche. Sie hat was gesagt, ihr Mann fährt ein blaues, kaputtes Auto. Gerade ist mir so ein Jeep entgegengekommen. Vielleicht war er das, weil sie meinte, dass er hier oben wäre. Ah, ja, das ist es. Madonna Addolorata. Santa, was keine Ahnung, Santuario oder irgendwas. Ich kenne mich nicht aus mit diesen heiligen Bezeichnungen, aber das ist sie. Sehr schön. Und hier hat sie die Blumen geschmückt für die Madonna. Ich gehe jetzt trotzdem mal irgendwie rein. Kette ist zwar davor, aber ihr wisst ja, Frankenbertaleur Explores. Let's go in. Ja, schon schön. Schnuckelige kleine Kirche mitten in den Bergen. Aber dass die immer so hoch bauen müssen, das ist immer so anstrengend, dass man hierher kommt. Ah, aber immer in der Nähe zum Himmel. Ja, das zu. Schön, schön. Das sind ihre Blumen. Welche morgen zeigen. Ich mache noch ein Foto. Ich komme noch mal her. Also zu ihr. Hierher komme ich glaube ich nicht mehr. So, von der Kirche ging es jetzt noch mal hoch. Letztes Stück aufs Dach von diesem Hügel. Und von hier aus geht es dann nur noch runter. Boah, ich bin oben. Juhe. Wollen kurz absteigen. Oder hinten. Das kommt mir bekannt vor. Vor 4 Jahren war ich hier auch schon mal. Da sind wir anscheinend auch hier an der Kirche hoch. Das war auf jeden Fall die Tour nach Baiado. Über Isola Bona, Dolce Acqua, zur Donna in die Bar und zu ihrer Kirche, wo sie die Blumen geschmückt hat und ihr Mann auch irgendwas gemacht hat. Für mich geht's jetzt runter. Der Wahoo hat mich heute schon wieder ausgetrickst. Ich habe nur 1068 Höhenmeter. Irgendwo ist der auf Stopp gegangen oder ich war es, ich weiß es nicht. Ich vermute ja fast oben in Baiado, wo ich gegessen habe. Da hatte ich eine längere Pause. Er zeigt mir nur irgendwas über 2 Stunden an, also das haut nicht hin. 28 Kilometer. Die ganze Tour hat irgendwas 77 rum und 1700 Höhenmeter. Ja, das ist wieder schade und ärgerlich, aber mei, es gibt Schlimmeres. Ich fahre jetzt runter, hau mich unter die Dusche und genehmige mir noch ein paar Pastas, leg die Füße hoch und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen ciao, ciao aus Ligurien. Gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal und schaltet wieder ein beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Frankenbertaleur on Tour. Ciao. Oh yeah.
Das, was man eben gesehen hat auf dem Videoclip mit den 2 Dörfern, das ist Perinaldo und das andere war Isola Bona, wo ich durchgefahren bin. Richtig geil, also da muss ich glaube ich auch noch hin. Das war die Tour nach Bayada. Ich kann nicht mehr reden. Ein steilen Stich nach oben, nicht mehr weit, aber ja, war ein bisschen steil. Ja, steil war's. Ja, das war auf jeden Fall die Tour nach Bayada. Moment, ich muss nochmal nachschauen. Wie ist das?